Nachdem ich in einem der letzten Videos euch die Märklin Großgüterwagen vorgestellt habe, möchte ich heute hier nochmal nachlegen mit weiteren Schotterwagen, die Märklin in den 1950er und 60er Jahren herausgebracht hat, denn da gibt es noch ein paar interessante Varianten. 3 Stück davon habe ich hier rausgesucht und die möchte ich euch in diesem Video vorstellen. Anfangen möchte ich mit dem Talbot Schotterwagen von Märklin, die kleinste Produktionsnummer, die 4610. Ist auch gleichzeitig der älteste Wagen, wurde in dieser Variante ab 1956 produziert. Und kurios ist bei mir hier, ich habe mir insgesamt jetzt 11 Wagen Stück für Stück hier in den letzten Jahren immer wieder gebraucht gekauft, habe aber immer die 4. Variante erwischt, die dann schon von Märklin mit der UIC-Beschriftung ausgeführt wurde. Dieser wurde ab 1976 von Märklin so produziert und ins Hobbysortiment übernommen. Und ich glaube, den bekommt man in dieser Variante oder Ausführung auch heute noch so zu kaufen. Für mich ein sehr interessanter Wagen, denn das war einer der wenigen Wagen, bei dem ich in meiner Jugend zumindest schon mal einen einzigen Wagen davon hatte. Und man kann ihn hier über die Hebel an der Seite auch wirklich entladen. Und wenn man den Wagen dann mit Sand oder Ähnlichem gefüllt hat, konnte man also hier richtig Spielbetrieb machen. Und da kann ich mich, wie wahrscheinlich viele andere, noch dran erinnern, wie ich das in meiner Jugend dann auch so praktiziert habe. In der heutigen Zeit würde ich das ehrlich gesagt nicht mehr machen. Zumal man auch nicht automatisch entladen kann. Das heißt, man muss ja immer wieder mit der Hand an den Wagen dran greifen. Aber für mich eines der Highlights, weil dieser eigentlich irgendwie kurze Wagen von der Form her für mich immer was Besonderes war. Und ich finde für ein Modell von 1956, auch von der Ausführung her, relativ filigran. Diese Geländer sind noch hier aus Metall gebogen, Untergestell ist aus Metall, der Aufbau oben ist aus Kunststoff. Aber für die damalige Zeit, muss ich sagen, war ich damals schon begeistert und bin es auch heute noch. Und hier habe ich dann ein Katalogbild aus dem 1956er Katalog. Und zwar ist mir aufgefallen, nachdem ich da die Kataloge geblättert habe, der Wagen wurde 1956 für 6 D-Mark 25 Pfennig verkauft. Das hat sich gehalten bis 1968, das heißt im Grunde genommen 12 bzw. sogar eigentlich 13 Jahre, den gleichen Preis, 6,25 Mark. Und in 1969, hier ist das nächste Bild, kam dann die erste Preiserhöhung auf 6 D-Mark und 90 Pfennig. Von einer solchen Preispolitik kann man heute nur träumen. Die Preise werden ja jährlich garantiert erhöht. Und wenn dann irgendwelche Produktions- oder Materialkosten steigen, dann glaube ich, lässt man das ganze Jahr nicht mal komplett verstreichen. Jetzt kann man natürlich sagen, der Wagen war bei der Produkteinführung schon so extrem teuer, dass die Gewinnmarge für Märklin so hoch war, dass man gar keine Preise erhöhen musste die nächsten 12 Jahre. Die andere Variante wäre natürlich aus dieser Zeit, Ende der 50er Jahre bis Ende der 60er Jahre, aus wirtschaftlichen Gründen hätte man vielleicht gar keine Käuferschicht mehr gehabt, wenn man die Preise kontinuierlich erhöht hätte. Aber das werden wir aus heutiger Sicht nicht mehr rauskriegen. Ich fand es nur beeindruckend, dass damals Preise über 12 Jahre lang gleich geblieben sind. Aber ich denke, die Zeiten werden wir nicht mehr erleben und das ist definitiv für uns vorbei. Dann kommen wir als nächstes zu 4631 von Märklin, den Drehschieber-Seitenentladewagen. Dieses Modell wurde 1968 von Märklin ins Programm genommen. Hier in der 2. Variante. Diese wurde gebaut von 1976 bis 1986 und hier hat man dann wirklich die Möglichkeit, auch ein automatisches Entladen zu praktizieren. Und zwar ist im Wagen unten ein Stift eingebaut, der theoretisch dann auch über das Entkupplungsgleis zu entladen ist, sodass man die Möglichkeit hat, auch an den entlegeneren Stellen eine Entlademöglichkeit zu haben an der Anlage. Meine Entkupplungsgleise sind aber so weit hinten eingebaut hier auf meiner kleinen Anlage, dass ich das nicht gescheit filmen konnte. Deswegen mache ich das hier jetzt einfach mal mit dem Schraubendreher, um das zu demonstrieren. Wenn man den Stift also nach oben drückt, dann öffnen sich auf beiden Seiten jeweils 2 Entladeluken. Und das Ladegut kann damit sozusagen entleert werden. Und die andere Möglichkeit besteht darin, dass man den kleinen Handhebel auf der Seite hier dreht. Und damit öffnen sich dann auf der Seite die beiden Ladeluken. Und man müsste dann auf der anderen Seite den anderen Handhebel betätigen, damit sich diese beiden dann auch noch öffnen würden. Ich habe den Wagen hier dann nochmal von unten gefilmt, um euch das nochmal zu demonstrieren, diese Mechanik, die da eingebaut ist. Und hier kann man dann sehen, wenn man den Stift berührt, dass sich diese Klappen dort öffnen und durch eine große Feder wieder zurückgezogen werden, sodass sie sich auch automatisch wieder schließen, sobald man den Stift wieder loslässt. Und hier das Ganze nochmal in der Aufsicht auf den Wagen, wobei man das jetzt nicht ganz so gut erkennen kann. Aber ich denke, das System ist damit klar. Und zum Abschluss dieses Wagens habe ich dann hier nochmal das Bild aus dem 68er Katalog müsste sein. So wurde der Wagen damals angeboten.
Und als dritten Wagen haben wir dann hier von Märklin die 4635, den Muldenkip-Wagen. Und da habe ich als erstes euch das Bild rausgezogen aus dem 1968er Katalog. Das ist dann auch das Jahr, ab dem dieser Wagen produziert wurde. Und dann haben wir hier in der Beschreibung Mulden nach Ausrasten der mittleren Haltestange kippbar. Und ich habe dann versucht, das Ganze hier mal im Stop-Motion-Verfahren sozusagen bildlich darzustellen, um das Ganze mal zu filmen. Das ist ein bisschen wackelig geworden, aber ich denke, man kann das System erkennen. Die mittlere Stange wird ausgerastet und dann kann man den Wagen Stück für Stück nach beiden Seiten kippen. Ich habe das hier einmal durchlaufen lassen. Ich denke, für kleine Kinderhände ist das nicht unbedingt gedacht, aber vom Prinzip her würde es funktionieren. Und hier an der Stirnseite kann man nochmal sehen, dass der Aufbau im Grunde genommen über diese kleinen Zähne, die hier vorne sind, dann geführt werden sollte. Das Ganze ist aber immer so ein bisschen hakelig, zumindest bei meinen gebrauchten Wagen. Ich weiß nicht, wenn man einen neuen Wagen hat, ob es dann vielleicht besser geht. Aber in der Praxis, glaube ich, wird man das im Spielbetrieb nicht wirklich ständig praktizieren. Aber für mich ist das ein sehr interessanter Wagen, vor allem diese Unterkonstruktion mit diesen filigran, komplett aus Blech ausgeführten Aufbauten, die wir hier im unteren Bereich haben. Dann auch diese 5 Haltestangen, die hier ganz fein sich auch nach oben, nach unten bewegen in dieser Führung. Das ist schon für mich was richtig Besonderes, was Märklin hier auf die Beine gestellt hat. Der Wagen sieht wirklich klasse aus. Ich habe ihn jetzt hier nochmal auf die Drehscheibe gestellt und ich bin hier wirklich fasziniert von dieser filigranen Optik und dass das Ganze dann noch mechanisch funktioniert. Da muss ich ganz ehrlich sagen, das finde ich ganz, ganz große Klasse. Gehört eigentlich zu meinen Lieblingswagen. Ich habe leider nur 4 Stück bis jetzt davon. Aber ich denke, da wird im Laufe der Zeit auch noch der eine oder andere dazukommen. Und damit bin ich durch mit meinen 3 Schotterwagen und der Selbstentladewagen. Der Talbot Schotterwagen, für mich eine riesen Kindheitserinnerung, hat mir damals schon unheimlich gut gefallen. Wie gesagt, war der einzige Schotterwagen, den ich als Kind hatte und bin auch heute noch immer wieder begeistert von dem Wagen. Dann der Drehschieber-Seitenentladerwagen, dadurch, dass man hier wirklich richtig entladen kann und ihn auch automatisch entladen kann, sodass hier richtig Spielbetrieb ist, finde ich auch ganz klasse. Und als letztes dann noch der Muldenkip-Wagen, auch gebaut ab 1968, durch diese feine Konstruktion und dass das Ganze mechanisch auch noch funktioniert. Davon bin ich einfach nur begeistert. Und aus technischen Gründen musste ich jetzt hier die Baureihe 24 mal wieder im Güterzugverkehr einsetzen. War leider nicht anders möglich, weil ich keine 3 Dampflokomotiven hatten, die einigermaßen mit einem Travo die gleichen Geschwindigkeiten gefahren sind. Von daher war das mal wieder so ein Kompromiss hier für das Video. Und das war's dann hier mit meinen 3 Schotterwagen von Märklin produziert ab den 50er bzw. 60er Jahren. Wenn ich irgendwas vergessen habe, Ergänzungen, dann schreibt es mit in die Kommentare. Trage ich hier gerne nach. Ich danke euch fürs Zuschauen. Demnächst gibt es dann wieder mehr. Und bis gleich.